Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich habe heute ein besonders knisterndes, knackiges Vergleichsvideo für Sie. Wieso? Nun, bei diesem Vergleichsvideo geht es um zwei Hunderassen, denen der Begriff Top Allrounder in einer Art und Weise nachläuft, wie es normalerweise nur ein Rüde bei einer läufigen Hündin tut. Ja? Es geht um den Airedale Terrier und um den deutschen Schäferhund. Unbestritten zwei Weltklasse-Hunde. Keine Frage. Erst vor kurzem habe ich unter einem Video in einem Kommentar wieder gelesen, dass der Airedale Terrier alles kann, was der deutsche Schäferhund auch kann. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gelesen oder gehört habe. Ich war schon vor 30 Jahren Zeuge von Diskussionen zwischen Airedale Terrier Besitzern und deutschen Schäferhundebesitzern zum Thema, wer der bessere Hund sei, wer der fähigere Allrounder sei. Dieses Thema existiert schon lange. Ja. Ich bin ein großer deutscher Schäferhunde-Fan, ich bin aber auch ein großer Airedale Terrier-Fan. Doch der deutsche Schäferhund stellt höchstwahrscheinlich die Rasse dar, mit welcher ich in meinem Leben am meisten zu tun gehabt habe. Bin mit diesen Hunden aufgewachsen. Jeder in meiner Familie oder in meinem Umkreis hat irgendwann mal einen deutschen Schäferhund besessen. Und ich arbeitete mit unzähligen deutschen Schäferhunden am Platz. Doch auch den Airedale Terrier kenne ich gut. Ich arbeitete mit einigen Airedale Terriern am Platz und kannte auch einige persönlich. Ebenfalls ein Tophund. Bei diesem Vergleichsvideo garantiere und verspreche ich Ihnen, das Ganze völlig neutral zu beurteilen und nicht durch eine Schäferhundebrille durch die Airedale Terrier Brille durchzusehen. Ja, ich versuche mich hier an Fakten zu orientieren und aufgrund persönlicher Erlebnisse zu beurteilen. Aber schlussendlich ist es ja dennoch nur meine Meinung. Aber anders geht's nun mal nicht. Ja. Die Geschichte beider Hunderassen lasse ich weg. Ich lade Sie aber herzlichst dazu ein, wenn Sie daran interessiert sind, sich eines der beiden Videos anzusehen, wo es um diese beiden Hunde geht. Sind ja beide präsent auf meinem Kanal. Ja. Wir legen also gleich mit dem Direktvergleich los, um zu erfahren, wer tatsächlich der bessere Allrounder dieser beiden ist. Und beginnen wie üblich mit der Größe. Ja. Der Airedale Terrier ist der größte aller Terrier. Nicht der schwarze russische Terrier. Der schwarze russische Terrier ist kein Terrier. Bei diesem Hund hat der Airedale Terrier, bei der Erschaffung dieses Hundes hat der Airedale Terrier eine große Rolle gespielt, ja. Doch ein Terrier ist der schwarze russische Terrier nicht. Der Airedale Terrier allerdings ist ein echter Terrier und gilt weltweit als der König der Terrier. Er ist der größte. Große Rüden bewegen sich etwas über 60 cm Schulterhöhe. Vielleicht gibt es Airedale Terrier Rüden mit 65 cm Schulterhöhe. Höher habe ich sie noch nie gesehen. Zumeist bewegen sie sich im unteren 60 cm Schulterhöhenbereich. Hündinnen unterhalb von 60 cm Schulterhöhe. Es ist also ein übermittelgroßer Hund, der, ja, wenn es einen kapitalen Vertreter seiner Rasse darstellt, vielleicht im Lager der großen Hunde anklopft. Beim deutschen Schäferhund sieht das etwas anders aus, denn wir wissen, dass selbst die Hündinnen dort Schulterhöhen erreichen, wie sie der größte Airedale Terrier erreichen kann. Rüden beim deutschen Schäferhund allerdings werden merklich höher als der Airedale Terrier. Der Standard spricht von Hunden mit bis zu 68 cm Schulterhöhe, doch in der Praxis ist es so, dass nicht selten mal ein deutscher Schäferhund ums Eck kommt, der höher als 70 cm Schulterhöhe ist. Ja, er ist also der klar höhere Hund als der Airedale Terrier. Beim Gewicht sieht es noch etwas krasser aus, wenn wir Unterschiede betrachten. Der Airedale Terrier ist zwar der schwerste der Terrier und kann öfter mit über 30 Kilo aufwarten. Also kapitale Airedale Terrier Rüden werden schon herumlaufen mit 35 Kilo. Ziemlich starke Rüden. Schwerer habe ich sie noch nie gesehen und ich befürchte, wenn es sie schwerer gibt, dann handelt es sich beim Airedale Terrier nicht mehr um wirklich schlanke Hunde. Ich kann mir einen Airedale Terrier mit 40 Kilo nicht vorstellen. Also, sagen wir, ein wirklich kapitaler, schwerer Airedale Terrier wird sich bei maximal 35 Kilo einpendeln. Zumeistens sind sie
im unteren 30 Kilo Bereich zu Hause und die Hündinnen etwas unter 30 Kilo schwer. Beim deutschen Schäferhund sprechen wir von Hunden, die bis zu 45 Kilo erreichen können, laut Standard. Doch auch hier wissen wir, dass schon der eine oder andere deutsche Schäferhund mal über die 50 Kilo Marke drüber blickt. Ist nicht häufig der Fall, aber sie kommen vor. Ist also weit schwerer als der Airedale Terrier. Wir haben mit dem deutschen Schäferhund also den Hund, der klar mehr Substanz mitbringt. Größer ist, schwerer ist, war keine Überraschung. Ist bekannt. Auch beim Fellkleid unterscheiden sie sich recht stark voneinander. Der Airedale Terrier weist genau dieses Fellkleid vor, das für mich den Horror darstellt, weil das getrimmt oder geschoren gehört. Und das ist mein Angstgegner. Das ist auch ein Grund, der mich vor Riesenschnauzern zurückschrecken lässt. Viele Besitzer von Hunden mit derartigem Fellkleid haben mich schon vertröstet und gesagt, Ronny, so viel Arbeit ist das nicht. Ja, aber ich weiß nicht, weshalb mich das abschreckt. Ist nun mal so. Der Vorteil, den das Fellkleid des Airedale Terriers gegenüber dem deutschen Schäferhund vorzeigt, ist der, dass der Airedale Terrier so gut wie nicht haart. Das tut der deutsche Schäferhund schon. Den gibt es in Stocker und in Langstocker. Der hart, der gehört gebürstet. Doch vor diesem Bürsten, vor dieser Art der Fellpflege fürchte ich mich überhaupt nicht. Ich mache das täglich. Bei meinem Hund ist ein Arbeitsaufwand von 5 Minuten, er hat das schönste Fell. Ja, also, Fellkleid. Völlig unterschiedlich. Airedale Terrier, ein Rauhaar mit einem Fell, das regelmäßig geschoren oder getrimmt gehört. Deutscher Schäferhund in Stock- oder Langstockhaar mit einem Fell, das gebürstet gehört. Gut. Größe, Gewicht, Fell, 3 Kategorien, die eigentlich für keine Überraschung sorgen sollten. Jetzt kommen wir zur ersten Kategorie, die schon richtungsweisend sein kann, wenn es zum Thema Allrounder oder fähiger Allrounder kommt. Ja? Und das ist die Kategorie Bewegungsbedarf. Schauen Sie, beide Hunderassen gehören der Kategorie der Gebrauchshunderassen an. Wir wissen alle, dass jeder dieser neuen Gebrauchshunderassen, wenn er den typischen Vertreter der Rasse darstellt, einen überdurchschnittlich hohen Bewegungsbedarf hat. Auch der Rottweiler, der gemütlichste dieser neuen ist, im Normalfall. Ja. Also im Vergleich zum Mali, der als der triebigste mit dem Dobermann gilt. Ja. Auch der Airedale Terrier und der deutsche Schäferhund sind Hunde, die im Normalfall überdurchschnittlich hohen Bewegungsdrang, überdurchschnittlich hohe Triebigkeit vorweisen. Selbstverständlich gibt es bei beiden Hunderassen Leistungslinien und Showlinien. Und dass ein Airedale Terrier, der einer Leistungslinie entspringt, mehr Triebigkeit, mehr Bewegungsbedarf vorzeigt als ein deutscher Schäferhund, der der Showlinie entstammt, das ist eine klare Sache. Doch umgekehrt wird es genau das Gleiche sein. Doch wenn wir 2 Vertreter beider Rassen hernehmen, die beide entweder aus Showlinie stammen oder von Leistungslinie stammen, dann werden sie sich triebigkeitsmäßig, bewegungsbedarf technisch nicht viel nehmen. Ich arbeitete mit Airedale Terriern, die extrem triebig waren. Ich arbeitete mit Airedale Terriern, die derartig ruhig waren wie der Schlaf selbst. Ähnliches gilt für den deutschen Schäferhund. Da, Verzeihung, arbeitete ich mit. Ja, ist im Fernsehen. Muss ein bisschen leiser sein. Ja, so ist er brav, mein Bub. Mit deutschen Schäferhunden, die hyperaktiv waren. Und ich arbeitete aber auch schon mit deutschen Schäferhunden, die extrem ruhig waren. Ja. Also, ich würde sagen, beide Hunde, hohen Bewegungsbedarf, überdurchschnittlich hohe Triebigkeit, ja, aber keiner triebiger als der andere. Das ist eine Sache, die sich sehr stark ans Individuum orientiert, diese Kategorie möchte ich sagen. Beim Thema Leistungsfähigkeit, ja, das war die Kategorie in diesem Vergleichsvideo, bei welcher ich mir am schwersten getan habe. Ich weiß schon, in diesem Video muss ich Erbsen zählen, da viele Eigenschaften, die beide vorweisen, sich nur gering voneinander unterscheiden. Doch ich habe Erbsen gezählt und Unterschiede herausgeglaubt, so wie ich sie sehe. Ja. Ich möchte, bevor ich hier mit der Kategorie Leistungsfähigkeit fortfahre, aber eines ganz besonders betonen. In diesem Video wird der deutsche Schäferhund mit geradem Rücken mit dem Airedale Terrier verglichen. Ja, der deutsche Schäferhund mit geradem Rücken. Und ja, liebe Zuseher, es ist mir bekannt, dass diese Hunde spärlich gesät sind. Doch sie sind existent. Glauben Sie mir das, ich weiß das. Wenn Sie den Suchbegriff deutscher Schäferhund mit geradem Rücken auf Google eingeben, ja, poppen allein in Österreich schon 2 Züchter dieser herrlichen Hunderasse auf, die ihre Website mit der Ansage, wir züchten noch gesunde Hunde mit geraden Rücken untermalen. Ja. Selbstverständlich handelt es sich hauptsächlich um Leistungslinien und Leistungslinien unterscheiden sich nicht nur optisch von den Showlinien, sondern auch charakterlich. Aber genau um diese Hunde
im Lager der deutschen Schäferhunde geht es heute und nicht um Hunde, die Züchtern entstammen, welche Fans der Tüpfelhyäne sind. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Zurück zur Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit möchte ich gern anhand meiner persönlichen Erfahrungen am Abrichterplatz mit beiden Hunden beurteilen. Wieso? Nun, ich möchte sagen, dass dort vieles vorkommt, welches sich sehr gut dazu eignet, um bei der Kategorie Leistungsfähigkeit beurteilt zu werden. Man ist bei verschiedensten Wetterbedingungen draußen, die Hunde absolvieren Gerätetraining, Unterordnung generell, Schutzarbeit, Fährtenarbeit etc. Also meiner Meinung nach top dazu geeignet, um die Leistungsfähigkeit von Hunden beurteilen zu können. Ja, schauen Sie. Sehen wir uns mal bei der Leistungsfähigkeit eine Sache an, wo sie sich absolut nicht voneinander unterscheiden. Die Wetterfestigkeit ist eine Sache, die zur Leistungsfähigkeit zählt, ganz klar. Und hier nimmt sich der deutsche Schäferhund und der Erdelterrier gar nichts. Während mir bei großer Hitze immer gleich aufgefallen ist, dass die Rottweiler die ersten waren, die weggebrochen sind, und bei klirrender Kälte die Dobermänner und deutschen Boxer die ersten waren, die zu frieren begannen, wäre mir das bei Erdelterriern und deutschen Schäferhunden niemals aufgefallen. Beide Hunderassen weisen sehr wetterfestes Fell vor, sind auch sehr wetterfest, haben nicht verfrüht mit Hitze zu kämpfen, also das bewegt sich im normalen Bereich, und frieren auch nicht schneller als andere Hunde mit wetterfestem Fell, möchte ich sagen. Also hier halten sie sich die Stange. Körperliche Leistungsfähigkeit. Ja, auch wenn ich in Gefahr laufe, jetzt von Erdelterrier-Fans gewürgt zu werden, was nicht notwendig ist, denn ich sage Ihnen was, ich weiß, dass der Erdelterrier ein Top-Sportler ist, ein fantastischer Sportler ist, ein Zehnkämpfer ist, das ist er. Alle Gebrauchshunde-Rassen sind Top-Sportler, sie sind schnell, sie sind ausdauernd, sie sind stark, sie sind beweglich. Der deutsche Schäferhund ist für mich allgemein gesehen, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, dem Erdelterrier ein klein wenig voraus. Obwohl der deutsche Schäferhund größer ist, schwerer ist, also ein Hund ist mit mehr Substanz, ist er für mich der schnellere, spritzigere, explosivere Hund, der unbestritten den höheren Topspeed vorweist. Da lasse ich überhaupt nicht mit mir streiten. Ich sah noch nie einen Erdelterrier, der, wenn es um den Topspeed geht, und den kann man sehr leicht bei der Schutzarbeit einschätzen. Mutprobe Schuss, Mutprobe Stock, wo die Hunde mit vollem Karacho in einen reinkommen. Also hier sah ich noch nie einen Erdelterrier, der schneller reingekommen wäre als ein deutscher Schäferhund. Ja. Wenn ich deren Leistungen beim Hochsprung, beim Weitsprung vergleiche, ist für mich der deutsche Schäferhund der etwas leistungsfähige Hund. Auch der Erdelterrier ist ein Hund, der weit und hoch springen kann, der wahnsinnig schnell ist, explosiv ist, beweglich ist. Der deutsche Schäferhund, Vito, schon gut jetzt. Der deutsche Schäferhund ist das alles ein klein wenig mehr für mich. Ist so. Ja. Die einzige Sache, wo ich dem Erdelterrier einen Vorteil dem deutschen Schäferhund gegenüber einräume, das ist mir besonders aufgefallen, ist, dass er Aktionen, die kräftezehrend sind, ein klein wenig länger durchzieht, als es der deutsche Schäferhund tut. Ja. Und das Ganze kann man eventuell als höhere Ausdauer betiteln, wenn Sie so möchten. Das mag bei körperlicher Leistungsfähigkeit ein Vorteil sein, den der Erdelterrier dem deutschen Schäferhund gegenüber zeigt. Ja. Schauen Sie, ich weiß, dass beide Hunde extrem leistungsfähig sind, und ich weiß, dass die auch bei den umfassendsten Aufgaben im Einsatz sind. Nein, ich sage Ihnen was, die sind nicht nur als Diensthund im Einsatz, bei Polizei, beim Militär, als Rettungshunde und so weiter. Ich sah beide Hunderassen schon im Einsatz als Packer. Ja, auch den deutschen Schäferhund. Die knallen da aufs Wildschwein drauf wie Wölfe, sage ich Ihnen. Der deutsche Schäferhund ist kein Jagdhund nicht und wird so gut wie nirgends offiziell jagdlich geführt. Ich glaube, das ist ja gar nicht erlaubt. Ja. Wie es beim Erdelterrier aussieht, diesbezüglich weiß ich nicht genau. Soweit ich weiß, darf man den Erdelterrier in Österreich und in Deutschland jagdlich, also mit Lizenz, zur Jagdtauglichkeitsprüfung führen. In anderen Ländern weiß ich nicht, wie es ist. Doch ich sah beide Hunde schon bei der Packerjagd, und dazu benötigt man hochleistungsfähige Hunde. Und obwohl der Erdelterrier der vielleicht noch beliebtere Packer ist, wenn es zur Wildschweinjagd kommt, als der deutsche Schäferhund, ganz sicher. Den Erdelterrier wird man bei derartiger Art der Jagd weit häufiger oft antreffen als einen deutschen Schäferhund, der ja völlig atypische Saupacker-Rasse ist. Ja. Dennoch sind beide für mich keine typischen Packerrassen, überhaupt nicht. Auch der Erdelterrier nicht, von welchen es eigentlich viele Videos diesbezüglich gibt.
Im Vergleich zu den echten Packerrassen vermisst man bei diesen beiden enorm viel an Power. Also wenn Sie sich im Vergleich dazu bei dieser Art der Jagd Dogo Argentinos, Presa Canarios, American Bulldogs, schwere American Pitbull Terrier oder schwere Amstaffs ansehen, also powertechnisch kommen die da bei der Arbeit am Wild nicht mal annähernd an diese Packerrassen heran. Dennoch knallen die fest drauf. Sowohl der Erdelterrier als auch der deutsche Schäferhund. Also Leistungsfähigkeit. Der Erdelterrier ein hochleistungsfähiger Hund, ebenso der deutsche Schäferhund, der für mich überall ein klein wenig voraus ist. Er ist schneller, er ist explosiver und eines sage ich Ihnen, er ist weit kräftiger. Besonders bei der Schutzarbeit ist mir das aufgefallen. Der deutsche Schäferhund greift, das ist für mich in Stein gemeißelt, das weiß ich. Ich erlebte noch keinen Erdelterrier, der einen härteren Griff hat als ein deutscher Schäferhund. Der deutsche Schäferhund packt fest dazu und entwickelt mit seinem Körper weit mehr Power bei der Arbeit am Schutzarm, als es der Erdelterrier tut. Obwohl der Erdelterrier, der ein Hund ist, welcher sich oftmals im unteren 30-Kilo-Bereich bewegt, für diese Gewichtsklasse sehr viel Schmalz hat. Mehr Kraft entwickelt als viele andere Hunde in derselben Gewichtsklasse. Ist mir klar. Dennoch kommt er kräftetechnisch an den Schäferhund nicht heran. Also, Leistungsfähigkeit bei beiden Hunden in höchstem Maße vorhanden. Klar, der etwas leistungsfähigere Hund ist für mich ganz klar der deutsche Schäferhund. Kategorie Trainierbarkeit. Auch hier musste ich Erbsen zählen. Beide Hunde sind exzellent zu trainierende Hunde. Alle Hunde der neuen Gebrauchshunderassen sind exzellent zu trainierende Hunde, ganz klare Sache, wenn sie den optimalen Rassevertreter darstellen. Doch im Allgemeinen gesehen ist der deutsche Schäferhund, wenn es um die Trainierbarkeit geht, der elastischere Hund als der Erdelterrier. Mit dem deutschen Schäferhund sind Sie, wenn Sie beide auf gleiche Art und Weise führen, schneller am Ziel als mit dem Erdelterrier. Sie benötigen für den Erdelterrier mit Sicherheit mehr Händchen, um mit ihm ähnliche Erfolge zu erzielen wie mit dem deutschen Schäferhund. Das garantiere ich Ihnen. Ne? Also für mich ist unterm Strich der deutsche Schäferhund der etwas trainierbarere Hund, als es der Erdelterrier ist. Beide Hunderassen sind exzellent zu trainieren, doch leichter, wenn man Ahnung hat von Hunden, tut man sich mit dem deutschen Schäferhund. Das ist für mich eine unbestrittene Sache. Da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Das ist meine Meinung. Auch mit dem Erdelterrier ist es ein Genuss zu arbeiten. Es ist ein Genuss, Leuten, die Erdelterrier gekonnt führen, bei der Arbeit zuzusehen. Keine Frage. Ist ein Top-Gebrauchshund, der Weltklasse Ergebnisse erzielt bei Unterordnung, Fährtenarbeit, Schutzarbeit. Brauchen wir gar nicht drüber reden, wie viele Siegerhunde unter den Erdelterriers gibt es da draußen, die deutsche Schäferhunde, Malis, Dobermänner, Rottweiler und alle wegputzen bei Turnieren. Gar keine Frage. Dennoch möchte ich sagen, unterm Strich, im Allgemeinen gesehen, ist der deutsche Schäferhund der etwas angenehmer zu trainierende Hund als der Erdelterrier. Das ist meine Meinung. Dahinter stehe ich. Thema Wachhund. Hier tut sich keiner von beiden für mich wirklich besonders hervor. Der deutsche Schäferhund ist im Vergleich zum Erdelterrier vielleicht ein klein wenig energischer, ein klein wenig lauter, hektischer. Doch der Erdelterrier ist ein typischer Terrier, aufmerksam, hellhörig, ein zuverlässiger Melder. Genauso wie der deutsche Schäferhund. Ich möchte den deutschen Schäferhund beim Thema Wachhund vielleicht als den klein wenig lauteren Hund bezeichnen. Und das könnte bei der Kategorie Wachhund, wenn Sie so wollen, ein Vorteil sein. Doch in der Praxis, schauen Sie, beide Hunde melden zuverlässig und beide Hunde schrecken auch optisch ab, wenn sie regungslos auf einem Grundstück stehen. Der Erdelterrier hat genug Körpersubstanz, um auch optisch als Abschreckung durchzugehen, möchte ich sagen, mit über 60 cm Schulterhöhe und über 30 Kilo Gewicht. Klare Sache, Alter. Wirklich nehmen tun sie sich beim Thema Wachhund beide nicht. Sie sind beides vorzügliche Wächter. Lassen wir das so stehen. Kategorie Schutzhund. Hier gibt es für mich einen klaren Sieger. Ich absolvierte mit beiden Hunden die Schutzarbeit. Ich erlebte beide Hunde, wenn sie Schutztrieb privat aufblitzen ließen. Doch ich möchte behaupten, dass der deutsche Schäferhund im Groß der Hund ist mit ausgeprägteren Schutztrieb, als ihn der Erdelterrier hat. Klar gibt es Ausnahmen, es wird Erdelterrier da draußen geben, die zum Thema Schutztrieb jeden deutschen Schäferhund in den Schatten stellen. Aber wenn wir die Masse
der Vertreter beider Hunderassen hernehmen, sind die deutschen Schäferhunde zumeist mit mehr Schutztrieb ausgestattet, als der Erdelterrier es ist. Außerdem ist es so, dass der deutsche Schäferhund mehr Substanz mitnimmt. Er ist sogar noch einen Ticken schneller als der Erdelterrier, explosiver für mich. Noch dazu ist er stärker und greift fest dazu. Unterm Strich ist es hiermit ganz klar, dass der deutsche Schäferhund den besseren Schutzhund darstellt. Schauen Sie, so erklärt. Ja, vorneweg möchte ich gleich mal sagen, wäre ich ein Schurke, möchte ich weder mit Erdelterrier noch mit deutschen Schäferhund in Konflikt geraten, ist ganz klar. Doch wäre das so und ich würde unbewaffnet als Schurke mit einem dieser beiden Hunde in Konflikt geraten, in einem Fall, wo dieser sie mit vollem Körpereinsatz beschützt, ja, dann habe ich garantiert mit dem deutschen Schäferhund mehr zu tun als mit dem Erdelterrier. Das sollte jedem klar sein, oder? Na, ergo ist der deutsche Schäferhund für mich der bessere Schutzhund. Sie sind beide gleich gut zu kontrollieren, möchte ich sagen, aufgrund ihres Will to Please. Man kommt zu beiden gleich gut oder weniger gleich gut durch. Ja, wurscht, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Also beides exzellent zu trainierbare, kontrollierende Hunde. Beide verfügen über exzellenten Schutztrieb, sind im Normalfall, wenn sie tolle Vertreter ihrer Rasse darstellen, immer jederzeit dazu bereit, sie zu beschützen. Aber im Fall der Fälle in der Praxis ist der effektivere Hund mit Sicherheit der deutsche Schäferhund, der dieselben Vorzüge zeigt, hier in diesem Fall wieder Erdelterrier, aber zusätzlich noch stärker, kräftiger, effektiver ist. Ja? Deswegen ist der deutsche Schäferhund für mich ganz klar der bessere Schutzhund. Beim Thema Familienhund, ja, schauen Sie, gibt es nicht viel Unterschied. Es sind beides Hunde, die tolle Familienhunde darstellen. Den einzigen Vorteil, den der Erdelterrier hier vielleicht hat, oder vielleicht sind es zwei Vorteile, dass ich behaupte, dass er vielleicht etwas ruhiger zu Hause ist, während der deutsche Schäferhund schon ziemlich nervös zu Hause sein kann. Viele Schäferhunde-Fans wissen das. Ich hatte da mal einen Bekannten, der ist leider viel zu früh verstorben, ein eingeschworener Schäferhunde-Fan, dem seine letzten Hunde ein Rottweiler Brüderpaar darstellte. Der sagte zu mir damals, Ronny, du kannst dir nicht vorstellen, was meine Rottweiler im Vergleich zu den Schäferhunden, die ich immer besessen habe, für Sörs zu Hause sind. Die Schäferhunde haben sich wegen jeder kleinen Kleinigkeit sofort aufgeregt, sind aufgesprungen, haben protestiert. Die Rottweiler waren da völlig entspannt. Bin mir sicher, dass der Erdelterrier etwas quirliger zu Hause ist als der Durchschnitts-Rottweiler, denn auch da gibt es ja bei Leistungslinien Rassevertreter, die derartig am Rad drehen, wie es schon fast triebige Males tun, das weiß ich. Ja. Aber der Durchschnittsrottweiler ist eher ein ruhiger, ausgeglichener Hund. Der Erdelterrier vielleicht etwas quirliger ist, ja, aber im Vergleich zum deutschen Schäferhund weit ruhiger ist. Das könnte ein Vorteil sein. Das ist meine Meinung, ja, dass der Erdelterrier das ist. Außerdem hat er so gut wie nicht. Auch das kann ein großer Vorteil sein. Andererseits, beim deutschen Schäferhund ist es so, dass er mehr die Plaudertasche darstellt. Zu Hause. Ich möchte behaupten, dass man den deutschen Schäferhund zu Hause um einiges mehr spürt als den Erdelterrier. Er ist etwas präsenter im Gesamten, möchte ich sagen. Ja. Doch ansonsten, beide sind keine typischen Einmannhunde, kann ihnen bei beiden passieren, klar, doch sie gelten nicht als typische Einmannhunde wie ein Schnauzer, Rottweiler, Dobermann. Beides sind Hunde, die sich für kinderreiche Familien anbieten, wenn man sie an gekonnten Kinder heranführt. Das ist ein Standardsatz, gilt für alle Hunde. Es sind Top-Familien und Top-Familienbewacher und Beschützer, super tolle Begleiter, aber es sind beides sehr sportliche Hunde, ja. Ähnlichen Level, was das betrifft. Also, Top-Familienhunde, also hier möchte ich niemandem der beiden einen Vorteil geben. Ja, die allgemeine Haltung, beide sind auf ähnliche Art und Weise zu führen. Zeigen ähnliche Triebigkeit, ähnlichen Bewegungsbedarf, haben ähnliche Charaktere vorzuweisen. Der deutsche Schäferhund ist für mich im Gesamten etwas elastischer. Ein Hund, mit dem Sie sich schneller mal über gewisse Dinge einig sind als mit dem Erdelterrier. Der hier vielleicht etwas mehr Überzeugungsarbeit braucht. Dennoch ist der Erdelterrier ein Hund mit geschmeidigem Wesen. Ja, es ist hier meiner Meinung nach ein Entscheidungskriterium, ist hier hauptsächlich für mich die Optik, erstens, und dann, also zum zweiten komme ich dann gleich, die Optik. Ja, sind Sie zum Beispiel ein Mensch, der gerne einen Hund hätte, der ähnliches oder das gleiche drauf hat wie ein deutscher Schäferhund, aber ein Terrier ist und noch dazu groß ist, ja, dann ist es eine klare Sache. Dann nehmen Sie sich einen Erdelterrier. Ganz klar, ja. Hat ähnliches drauf wie der deutsche Schäferhund, ist optisch klar ein Terrier, ist ein recht großer Hund, ja,
passt, würde ich sagen. Ne? Und jetzt der zweite Grund. Und der ist für viele ein Hauptkriterium bei der Entscheidung dieser beiden Hunderassen. Und das ist die Jagd. Ja. Wenn Sie ein Jäger sind, und soweit ich weiß, ist der Erdil Terrier in Österreich und in Deutschland zur Jagdtauglichkeitsprüfung als Hund zugelassen. Ja, der deutsche Schäferhund ist das nicht, soweit ich weiß. Und ich weiß nicht, ob der deutsche Schäferhund überhaupt irgendwo zur Jagdtauglichkeitsprüfung zugelassen ist. Weiß ich nicht. Ja. Würde ich wissen, wenn ich ein Jäger wäre. Aber ich bin kein Jäger. Beim Erdil Terrier ist es aber so. Also wäre ich ein Jäger, und möchte ich einen Hund haben, der Ähnliches drauf hat wie der deutsche Schäferhund, mit dem ich zur Jagdtauglichkeitsprüfung antreten darf und bei erfolgreich abgeschlossener Jagdtauglichkeitsprüfung diesen Hund dann jagdlich führen kann draußen, ja, dann würde ich mir den Erdil Terrier nehmen. Denn mit dem deutschen Schäferhund würde ich ja dann nichts anfangen können. Ebenfalls eines dieser Hauptkriterien bei der Entscheidung dieser beiden Hunderassen, möchte ich sagen. Ja. Bei mir, wenn Sie mich fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, ich würde mich für den deutschen Schäferhund entscheiden. Wieso? Bei mir ist es hauptsächlich eine optische Geschichte. Mir gefällt diese wölfische Anatomie, die der deutsche Schäferhund vorweist, einfach besser. Der zweite Fall, und das ist ebenfalls einer dieser Hauptkriterien bei der Entscheidung, wenn es für mich um die Entscheidung dieser beiden geht, ist die Fellbeschaffenheit. Ja? Ich fürchte mich vor dieser Art Fell, wie sie der Erdil Terrier vorweist. Das ist derselbe Grund, weshalb ich mich ja vor dem Riesenschnauzer diesbezüglich fürchte. Ich weiß nicht, wieso ich da was dagegen habe. Hätte ich einen Erdil Terrier, und glauben Sie mir, ich würde mir sofort einen nehmen. Also wenn ich Vito nicht hätte, ich gebe dieses Beispiel oft, ja, und jemand klopft bei mir bei der Tür an mit einem Erdil Terrier und sagt, du, ich kann ihn nicht mehr halten, schubs, hätte ich den. Toller Hund, denn die Unterschiede in den Charaktereigenschaften zum deutschen Schäferhund, Erdil Terrier, deutsche Schäferhund, sind derartig gering, dass die für mich überhaupt nicht zum Tragen kommen würden. Ich nehme mir den sofort, nur müsste ich dann meine Frau dazu überreden, dass sie ihn einmal im Monat oder alle 3 Monate schert oder trimmt, ja, oder mit ihm zum Hundefriseur in den Hundesalon fährt. Denn ich würde das nicht tun. Ich fürchte mich vor dieser Arbeit, weshalb auch immer. Ich weiß es nicht, wieso das so ist. Ja. Also bei mir sind die Hauptentscheidungsgründe bei diesen beiden Hunderassen zugunsten des deutschen Schäferhundes diese, dass er mir seine Optik eher anspricht, ja, als die des Erdil Terriers, obwohl ich auch den Erdil Terrier, speziell dann, wenn er als wunderschönen Hund empfinde. Ja. Denn charaktertechnisch, wie gesagt, nochmal, unterscheiden sie sich wirklich nur minimal voneinander. Und das käme für mich als Entscheidungskriterium ja nicht zu tragen. Doch, unterm Strich, ich sage Ihnen was, ja. Es stimmt schon. Der Erdil Terrier kann alles genauso gut wie der deutsche Schäferhund. Der Erdil Terrier kann alles, was der deutsche Schäferhund kann. Ja. Für mich kann der deutsche Schäferhund das alles aber etwas besser. Das ist meine Meinung. Rüttelt also der Erdil Terrier am Thron, am Allrounder-Thron des deutschen Schäferhundes? Na, für mich klopft er an diesen an. Er klopft an. Vielleicht sogar heftig, aber rütteln, rütteln tut er nicht daran. Na, das ist meine Meinung, liebe Zuseher. Also, so schnell stürzt mir niemand seine Majestät vom Allrounder-Thron. Meine Meinung. Ja, obwohl nochmal, und speziell gerichtet an alle Erdil Terrier-Fans, der Erdil Terrier ist ein Weltklassen-Spitzen-Allrounder, ein wunderschöner Hund, ein Hund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, ein äußerst geeigneter Spitzenfamilienhund, Top-Gebrauchshund für den Platz, ein toller Jäger, ein Leistungspaket, gar keine Frage. Dennoch stößt er mir den deutschen Schäferhund nicht vom Allrounder-Thron. Das ist meine Meinung und dahinter bleibe ich. Dahinter stehe ich, dabei bleibe ich. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.